Es war ein ganz gewöhnlicher Herbsttag in der kleinen Stadt Conway im Bundesstaat New Hampshire. Die Blätter der Bäume schimmerten in warmen Gelb- und Rottönen und eine kühle Brise erfüllte die Luft mit frischer Klarheit. Das Leben verlief wie immer. Schüler eilten zum Unterricht, aus der örtlichen Bäckerei zog der Duft von frisch gebackenem Brot und Eltern gingen ihren alltäglichen Aufgaben nach. Für Abby Hernandez war dieser Tag ebenfalls nicht anders als die vielen zuvor. Sie wachte auf, packte wie gewohnt ihre Sachen zusammen, zog die neuen Stiefel an, die sie unbedingt einlaufen wollte, und machte sich auf den Weg zur Tür, während sie ihrer Mutter zum Abschied zuwinkte. Abby war eines dieser Mädchen, die vor Energie nur so sprühten. Sie war klug, mutig und freundlich zugleich. Es fiel ihr leicht, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Ihre Klassenkameraden sagten oft, dass es in ihrer Nähe immer lebendiger wurde und dass ihre Anwesenheit die Stimmung sofort veränderte. Ihr Lächeln konnte selbst den schwierigsten Tag ein wenig heller machen. Abby liebte die Natur, ganz besonders lange Spaziergänge. Sie halfen ihr, den Kopf frei zu bekommen, Gedanken zu ordnen und über ihre Zukunft nachzudenken. Für sie waren diese Momente nicht nur Gewohnheit, sondern ein fester Teil ihres Lebens. Niemand hätte sich vorstellen können, dass genau dieser scheinbar gewöhnliche Schultag der Beginn eines Albtraums sein würde, der ihr Leben für immer verändern sollte. Am Abend würde Abby nicht nach Hause zurückkehren und die ganze Stadt würde in Unruhe geraten, während alle versuchten zu verstehen, wie ein so lebensfrohes, verantwortungsbewusstes Mädchen einfach verschwinden konnte. Die Geschichte der amerikanischen Schülerin Abigail Hernandez ist eine eindringliche Erinnerung daran, wohin Vertrauen führen kann. Besonders dann, wenn es einem Menschen entgegengebracht wird, der auf den ersten Blick harmlos erscheint. Alles, was Abby wollte, war, sicher nach Hause zu kommen. Doch stattdessen geriet sie in die Hände eines Mannes, der sich als ihr schlimmster Albtraum entpuppen sollte. Abigail, von allen nur Abby genannt, wurde am 12. Oktober 1998 in Manchester im Bundesstaat New Hampshire geboren, unweit des Merrimack River. Sie war die jüngere von 2 Töchtern von Ruben und Xenia Hernandez und wuchs gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Sarah auf, zu der sie eine besonders enge Beziehung hatte. Ihre Mutter arbeitete als Krankenschwester in einem örtlichen Krankenhaus. Ihr Vater war als Handelsvertreter tätig. Insgesamt galt die Familie Hernandez als stabil, liebevoll und gut organisiert. Als Abby die Highschool besuchte, trennten sich ihre Eltern. Kurz nach der Scheidung heiratete ihr Vater erneut und gründete eine neue Familie, während Abby und ihre Schwester bei ihrer Mutter blieben. Ruben unterstützte seine Töchter weiterhin finanziell, doch der persönliche Kontakt wurde seltener und beschränkte sich meist auf Anrufe oder Glückwünsche zu besonderen Anlässen. Schon von klein auf war Abby ein aktives, neugieriges und sehr offenes Kind. Sie hatte viele Freunde und wechselte regelmäßig zwischen verschiedenen Hobbys, weil sie möglichst viel ausprobieren wollte. Sie trieb Sport, malte, fotografierte, las viel und lernte Fremdsprachen, die ihr erstaunlich leicht fielen. Im Alter von 12 Jahren trat Abby einem örtlichen Outdoor-Club bei. Dort ging sie wandern, kletterte und entwickelte eine tiefe Begeisterung für die Natur. Außerdem lernte sie grundlegende Überlebenstechniken, die sie bei ihren Ausflügen mehrfach anwenden konnte. Für Abby war das nicht nur ein Hobby, sondern ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit. Die Landschaft von New Hampshire mit ihren Wäldern, Bergen und Flüssen bot dafür ideale Bedingungen. Der Bundesstaat zieht seit jeher Menschen an, die die Natur lieben und aktiv erleben möchten. Mitschüler beschrieben Abigail als mutiges, kluges und freundliches Mädchen, das leicht auf andere zuging. Sie war oft diejenige, die Gespräche begann, neue Kontakte knüpfte und keine Angst vor Herausforderungen hatte. Abby war ständig in Bewegung, voller Ideen und Pläne für die Zukunft. Anfang Oktober 2013 war Abby mit den Vorbereitungen für die bevorstehenden Schulferien und ihren Geburtstag beschäftigt. Sie plante eine Wanderung mit ihrem Outdoor-Club und hatte dafür neue Wanderstiefel geschenkt bekommen. Da diese noch etwas unbequem waren, beschloss sie, sie bereits in der Schule einzulaufen. Am 9. Oktober ging sie wie gewohnt zur Schule. Nach dem Unterricht wollte sie noch einen Spaziergang durch den Park machen und versprach ihrer Mutter, nicht zu spät nach Hause zu kommen. Doch als es gegen 17 Uhr wurde, begann Xenia, ihre Mutter, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Abby war noch immer nicht zurückgekehrt.
Als Xenia versuchte, Abby auf ihrem Handy zu erreichen, stellte sie fest, dass es ausgeschaltet war. Sie bemühte sich, ruhig zu bleiben und redete sich ein, dass ihre Tochter sich vielleicht spontan mit Freunden getroffen hatte und der Akku einfach leer war. Doch je mehr Zeit verging, desto stärker wurde das ungute Gefühl. Als Abby auch nach mehreren Stunden nicht nach Hause zurückgekehrt war, begann Xenia, ihre Freunde und Lehrer anzurufen, um herauszufinden, wo sie sein könnte. Die Schule bestätigte, dass Abby den Unterricht ganz normal beendet hatte. Sie hatte sich an der Bushaltestelle von ihren Freunden verabschiedet und erklärt, dass sie wie so oft zu Fuß nach Hause gehen würde. In diesem Moment wurde Xenia klar, dass etwas nicht stimmte. Gemeinsam mit ihrer älteren Tochter Sarah ging sie zur Polizei, um Abby als vermisst zu melden. Da es sich um ein minderjähriges Mädchen handelte, wurden die Suchmaßnahmen ohne Verzögerung eingeleitet. Die Polizei begann sofort mit den Ermittlungen. Zunächst befragten die Ermittler alle Personen, die Abby an diesem Tag gesehen haben könnten. Freunde, Lehrer und Nachbarn erinnerten sich daran, dass sie zuletzt gegen 16 Uhr gesehen worden war, als sie das Schulgelände verließ. Sie ging in Richtung ihres Zuhauses durch den Park. Eine Strecke, die sie beinahe täglich zurücklegte und die ihrer Familie gut bekannt war. Doch genau ab diesem Zeitpunkt verlor sich jede Spur von ihr. Bereits am nächsten Tag durchkämmten die Einsatzkräfte den Park, durch den Abby gegangen war. Freiwillige aus der Umgebung sowie Mitglieder des Outdoor-Clubs, dem Abby angehörte, beteiligten sich an der Suche. Wege, Waldstücke und dichtes Gebüsch wurden systematisch abgesucht, doch es konnte nichts gefunden werden. Kein Hinweis, keine Spur, kein persönlicher Gegenstand. Auch ihr Handy blieb weiterhin ausgeschaltet. Es konnte kein Signal geortet werden, was die Situation zusätzlich beunruhigend machte. In den darauffolgenden Tagen konzentrierten sich die Ermittler darauf, Abbys mögliche Route genau zu rekonstruieren. Sie forderten Aufzeichnungen von Überwachungskameras an, die sich an nahegelegenen Kreuzungen sowie in der Umgebung des Parks befanden. Auf einer Kamera, die einen Parkplatz erfasste, entdeckten sie schließlich eine entscheidende Aufnahme. Darauf war Abby zu sehen, in ihrer Schuluniform und den neuen Stiefeln. Sie ging ruhig den Bürgersteig entlang, wirkte entspannt, schaute nicht zurück und sprach mit niemandem. Doch nur wenige Minuten später erschien ein dunkles Fahrzeug im Sichtfeld der Kamera, das sich in ihre Richtung bewegte. Dieser Moment wurde zum ersten konkreten Anhaltspunkt in den Ermittlungen. Die Polizei begann, alle Fahrzeuge zu überprüfen, die dieser Beschreibung entsprachen und sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten haben könnten. Trotz intensiver Überprüfung der Datenbanken konnten jedoch keine eindeutigen Übereinstimmungen festgestellt werden. Währenddessen wurde Abbys Verschwinden zum zentralen Thema der lokalen Nachrichten. Fernsehsender berichteten rund um die Uhr und ihre Familie wandte sich mit einem öffentlichen Aufruf an die Bevölkerung. Xenia flehte den unbekannten Täter in den Medien an, ihre Tochter zurückzubringen. Mit jedem Tag, der verging, schwand die Hoffnung, Abby lebend zu finden. Die Anwohner beteiligten sich weiterhin an der Suche, doch ohne neue Hinweise gerieten die Ermittlungen zunehmend ins Stocken. Trotzdem klammerte sich die Familie an jede noch so kleine Hoffnung. Auch Abbys Mitschüler engagierten sich. Sie befestigten Fotos von ihr an ihren Rucksäcken, verteilten Flyer und verbreiteten Informationen über soziale Netzwerke, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Parallel dazu kamen die Ermittler zu einer wichtigen Erkenntnis. Abbys Handy war unmittelbar nach ihrem Verschwinden ausgeschaltet worden. Dies deutete darauf hin, dass jemand gezielt verhindern wollte, dass ihr Standort nachverfolgt werden konnte. Für die Polizei war das ein klares Zeichen dafür, dass es sich nicht um ein spontanes Ereignis, sondern um eine geplante Tat handeln könnte. Auch das familiäre Umfeld wurde überprüft. Obwohl die Scheidung der Eltern bereits einige Jahre zurücklag, befragten die Ermittler alle Angehörigen, einschließlich ihres Vaters Ruben. In solchen Fällen wird jede mögliche Spur geprüft. Ruben konnte jedoch ein sicheres Alibi vorweisen. Am Tag des Verschwindens befand er sich nachweislich in einer anderen Stadt. Damit wurde er als Verdächtiger ausgeschlossen. Am 15. Oktober, 6 Tage nach Abbys Verschwinden, erhielt die Polizei schließlich einen neuen Hinweis. Ein Anwohner aus einem benachbarten Gebiet meldete, dass er ein dunkles Auto gesehen habe, das dem Fahrzeug aus der Videoaufnahme ähnelte. Es stand auf einem verlassenen Parkplatz in der Nähe eines alten Lagerhauses. Ein Einsatzteam wurde sofort dorthin geschickt. Als die Beamten den Ort erreichten, war das Fahrzeug jedoch bereits verschwunden.
Dennoch konnten sie wichtige Spuren sichern. Im hohen Gras fanden sie ein Stück Kunststoff, das vermutlich von einer Stoßstange abgebrochen war. Zusätzlich entdeckten sie Reifenspuren, die darauf hindeuteten, dass sich dort vor kurzem ein Fahrzeug aufgehalten hatte. Zum ersten Mal seit Tagen hatten die Ermittler wieder eine konkrete Richtung. Dieser Hinweis gab der Polizei die Möglichkeit, sich erneut gezielt auf die Suche nach dem Fahrzeug zu konzentrieren. Während die Ermittler ihre Arbeit fortsetzten, befand sich Abby zu diesem Zeitpunkt bereits an einem völlig anderen Ort. Sie war in einem dunklen Raum gefesselt, an einen Stuhl gebunden, ohne zu wissen, wo sie sich befand. Ihr Entführer, ein Mann um die 30 Jahre alt mit langen, ungepflegten Haaren, stellte sich ihr als Nate vor. Er sprach ruhig mit ihr und behauptete, dass er ihr nichts antun würde, solange sie gehorchte. Doch hinter dieser scheinbaren Kontrolle verbarg sich etwas Unberechenbares. Schon nach kurzer Zeit wurde Abby klar, dass sie sich in einer extrem gefährlichen Situation befand. Trotz der Angst, die sie spürte, versuchte sie, einen klaren Kopf zu bewahren. Sie erinnerte sich an die Überlebenstechniken, die sie im Outdoor-Club gelernt hatte, und begann bewusst, ihre Umgebung zu analysieren. Sie achtete auf jedes Detail, auf Geräusche, auf Gerüche, auf die Struktur des Raumes, auf die Zeitabstände, in denen ihr Entführer den Raum verließ oder zurückkehrte. Abby beschloss, sich alles einzuprägen, was ihr später helfen könnte, entweder bei einer Flucht oder um den Ermittlern wichtige Hinweise zu geben. Schnell erkannte sie, dass ihr Entführer psychisch instabil war. In einem Moment wirkte er ruhig, brachte ihr Essen oder sprach fast freundlich mit ihr. Im nächsten Moment wurde er unruhig, drohte ihr oder reagierte aggressiv, wenn sie zu viele Fragen stellte. Er erklärte nie, warum er sie entführt hatte, ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie nicht so schnell freikommen würde. Abby verstand, dass jede falsche Bewegung ihn provozieren konnte. Deshalb zwang sie sich, ruhig zu bleiben und keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der Raum, in dem sie festgehalten wurde, erinnerte an einen alten Keller oder einen improvisierten Bunker. Die Wände waren feucht, die Luft roch nach Staub und Moder und das Licht war schwach und ungleichmäßig. Es gab kaum Möbel, nur das Nötigste. Die bedrückende Stille wurde immer wieder von den Schritten ihres Entführers unterbrochen. Nate überprüfte regelmäßig die Fesseln, um sicherzugehen, dass Abby sich nicht befreien konnte. Doch mit der Zeit fiel ihr auf, dass er die Seile nicht immer gleich festzog. Als er eines Tages kurz den Raum verließ, nutzte Abby die Gelegenheit. Vorsichtig begann sie, den Stuhl zu bewegen und die Spannung auf den Seilen zu lockern. Für einen Moment sah es so aus, als könnte es funktionieren. Doch genau in diesem Augenblick kehrte Nate zurück. Er bemerkte sofort, was sie versuchte und reagierte ohne Zögern. Er warnte sie eindringlich, dass sie einen solchen Versuch nicht wiederholen dürfe. Sonst würde sie die Konsequenzen spüren. Nach diesem Vorfall änderte sich sein Verhalten. Er wurde misstrauischer und begann, sie deutlich strenger zu überwachen. Währenddessen setzte die Polizei ihre Ermittlungen fort. Anhand der Reifenspuren und des gefundenen Kunststoffteils konnten die Ermittler schließlich den Fahrzeugtyp eingrenzen. Es handelte sich um eine ältere, dunkle Ford-Limousine. Daraufhin begannen die Beamten, systematisch alle Fahrzeuge dieses Typs in der Region zu überprüfen. Gleichzeitig suchten sie nach Personen, die in der Nähe des Parks oder entlang von Abbys vermuteter Route aufgefallen sein könnten. Kurz darauf erhielten sie einen weiteren Hinweis. Ein Zeuge meldete sich und gab an, am selben Tag einen Mann gesehen zu haben, der der Beschreibung des möglichen Täters entsprach. Er habe sich in der Nähe eines alten Lagerhauses aufgehalten und sich auffällig verhalten, nervös, beobachtend, als wolle er nicht gesehen werden. Die Polizei reagierte sofort und schickte ein Team zu dem Gebäude. Als die Ermittler das Lagerhaus erreichten, wirkte es auf den ersten Blick verlassen. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckten sie in einem der Fenster ein schwaches Licht. Das war ein entscheidender Hinweis. Sie untersuchten das Gebäude zunächst von außen und entdeckten Spuren, die zur Hintertür führten. Daraufhin wurden Spezialeinheiten angefordert, um das Gelände kontrolliert zu durchsuchen. In der Nacht zum 17. Oktober begann der Zugriff. Die Einsatzkräfte drangen in das Gebäude ein und setzten Blend- und Lärmgranaten ein, um den Täter zu überwältigen und jede Gegenwehr zu verhindern. Nate versuchte, sich zu verstecken, wurde jedoch innerhalb kurzer Zeit gefunden und festgenommen. Er leistete Widerstand,
stieß Drohungen aus und bestritt jede Schuld. Abby, die durch den plötzlichen Lärm aufgeschreckt wurde, konnte zunächst nicht begreifen, was geschah. Doch als sich die Tür öffnete und sie die Polizisten sah, brach sie in Tränen aus. Vor Erleichterung. Die Beamten befreiten sie sofort von den Fesseln, wickelten sie in eine Decke und versuchten, sie zu beruhigen. Sie erklärten ihr, dass sie in Sicherheit sei und dass ihre Mutter bereits auf sie wartete. Nach mehreren Tagen in Gefangenschaft war Abby endlich gerettet. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo Ärzte sie untersuchten. Trotz der enormen psychischen Belastung war sie körperlich weitgehend unverletzt. Spezialisten und Psychologen begannen sofort mit ihr zu arbeiten, um die traumatischen Erlebnisse aufzuarbeiten. Ihr Entführer wurde zunächst unter dem Namen Nate geführt. Doch schnell stellte sich heraus, dass sein richtiger Name Jason Miller war. Er wurde festgenommen und wegen Entführung angeklagt. Im Laufe der Ermittlungen wurde deutlich, dass er die Tat gezielt vorbereitet hatte. Er hatte Abby über einen längeren Zeitraum beobachtet, ihre Gewohnheiten studiert und den richtigen Moment abgewartet. Jason lebte ohne festen Wohnsitz, zog häufig um und war bereits zuvor durch kleinere Straftaten aufgefallen. In seinem Fahrzeug sowie in einem von ihm genutzten Lagerraum fanden die Ermittler zahlreiche Beweise, die ihn eindeutig mit der Entführung in Verbindung brachten. Darunter befanden sich auch persönliche Gegenstände von Abby, die keinen Zweifel daran ließen, dass sie sich tatsächlich in seiner Gewalt befunden hatte. Nach ihrer Rettung begann für Abby eine völlig andere, nicht weniger schwierige Phase. Obwohl sie äußerlich in ihr gewohntes Leben zurückkehrte, war nichts mehr so wie zuvor. Ihre Familie bemerkte schnell, dass sie sich verändert hatte. Sie war stiller geworden, vorsichtiger, oft in sich gekehrt. Es dauerte lange, bis sie sich wieder einigermaßen sicher fühlen konnte. Mit der Unterstützung ihrer Familie sowie von Ärzten und Psychologen begann Abby Schritt für Schritt, das Erlebte zu verarbeiten. Sie lernte, mit den Erinnerungen umzugehen und fand allmählich zurück in einen Alltag, der sich zunächst fremd anfühlte. Irgendwann entschloss sie sich sogar, ihre Geschichte öffentlich zu teilen, um andere Menschen zu warnen und aufzuklären. Die Geschichte von Abby Hernandez ist nicht nur ein Bericht über eine Entführung, sie ist auch ein Beispiel für außergewöhnliche innere Stärke. Ihre Fähigkeit, in Extremsituationen ruhig zu bleiben, ihre Umgebung aufmerksam zu beobachten und die Hoffnung nicht zu verlieren, halfen ihr, unter Bedingungen zu überleben, die für viele unvorstellbar sind. Gleichzeitig zeigt dieser Fall, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein und auf die eigenen Instinkte zu hören. Er erinnert daran, dass selbst scheinbar harmlose Situationen gefährlich werden können und dass es entscheidend ist, niemals aufzugeben, selbst wenn alles verloren scheint. Nach ihrer Befreiung stand Abby vor einem langen und schwierigen Weg der Genesung. Obwohl sie wieder bei ihrer Familie lebte, wusste sie, dass ihr Leben nie wieder genauso sein würde wie zuvor. In der ersten Zeit vermied sie es, allein unterwegs zu sein. Große Menschenmengen machten ihr Angst und abends kontrollierte sie oft mehrfach Fenster und Türen, bevor sie schlafen konnte. Das Gefühl von Sicherheit musste sie sich Schritt für Schritt neu erarbeiten. Doch Abby traf eine bewusste Entscheidung. Sie wollte nicht zulassen, dass die Angst ihr Leben bestimmt. Stattdessen begann sie, ihre Erfahrungen in etwas Sinnvolles umzuwandeln. Sie sprach bei Schulveranstaltungen und öffentlichen Treffen über ihre Geschichte und erklärte, wie wichtig es ist, aufmerksam zu bleiben, Grenzen zu setzen und für die eigene Sicherheit einzustehen. Ihre Worte erreichten viele Menschen. Für einige wurde sie zu einer wichtigen Stimme, für andere zu einem Symbol dafür, dass man selbst nach den schlimmsten Erlebnissen nicht zerbrechen muss. Ihr Entführer, Jason Miller, wurde später zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Während des Prozesses stand Abby ihm gegenüber. Sie sah ihm direkt in die Augen und sagte, dass er sie nicht zerstören konnte. Diese Worte wurden zu einem Zeichen ihrer inneren Stärke und zu einem klaren Ausdruck dessen, dass sie sich nicht als Opfer definieren ließ. In den Jahren danach fand Abby ihren eigenen Weg. Sie engagierte sich in Projekten und Organisationen, die sich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Sie half dabei, Programme zur Aufklärung und Prävention zu unterstützen, damit andere nicht in ähnliche Situationen geraten. Langsam kehrte auch die Lebensfreude zurück. Trotz allem, was sie erlebt hatte, gab Abby nicht auf. Ihre Geschichte wurde zu einem Beispiel dafür, wie ein Mensch selbst nach extremen Erfahrungen wieder aufstehen kann.
und wie es möglich ist, Schmerz in Stärke zu verwandeln. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.